Zug aufrüsten. Wenn alle eingestiegen sind und der Gegenzug eingefahren ist, geht es los. Um einen Anschlusszug zu erreichen, müssen Sie um 22:56 Uhr in Amstetten sein. Und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Video im Trennsimulator 2020. Wir fahren heute eine alternative Version der Strecke Amstetten-Kleinreifling. Heißt Amstetten Neu Kematen Kleinreifling. Ist am Railsim-Forum, also RWA-Forum erhältlich, werde ich euch verlinken. Ist nicht wirklich viel Unterschied, außer dass die Kematen anders ausschaut, nehme ich einmal an. Immer dachte ich, schauen wir es einmal an. Und schauen wir mal weiter, wie das ausschaut, das da. Wahrscheinlich genauso wie das andere, also da wird nicht viel umsehen. Wie gesagt, Kematen ist ein bisschen anders. Ich habe wieder mal ein Nachtszenario, ich weiß es. Ich habe den Spülerzug getauscht. Normalerweise ist das Szenario, das ist dabei, mit einer 4024er. Ich habe den 5047er drauf reingehauen. Sie dürfen laut Anweisung des Fahrdienstleiters zum Hauptsignal vorfahren. Ja, machen wir dann, jetzt zeige ich euch nochmal. Ich habe mich 5047er hingestellt, weil ich mir gedacht habe, das ist besser so. Ja, Türen sind geschlossen. Laut Anweisung des FDL dürfen wir vorziehen. Dann ziehen wir halt einmal vor. Langsam natürlich. Wir ziehen langsam vor und ich versuche das einmal ohne Hut zu fahren, wenn ich es schaffe. Ich glaube es zwar nicht, jetzt dürfen wir schon beschleunigen, wir haben schon freigekriegt. Also fahren wir mal raus. Ja, das schaut ja schon mal gut aus, da ist ein Lidl. Wir dürfen 70, glaube ich. Ah, wo bin ich? Ich sehe da nicht wirklich was. So, jetzt haben wir den auf 0. Ja, da kann man sich ein bisschen richten. Es ist ein bisschen schwierig im Finstern. Wenn das Licht einzig sich in Vorschalter auch nicht wirklich. Dann müsste ich weiter zurückgehen. Naja, so geht's. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wann die Station kommt. Da haben wir einen Hofer. Rechts gehabt. Ja, es ist... was wollte ich sagen? Die Stimmung finde ich sehr schön in dem Zug, in dem Szenario, weil die Fenster, man schaut, die Fenster sind, da die Fenster da, die sind alle verschieden beleuchtet und sowas gefällt mir irrsinnig gut. Na klar. Jetzt triff ich natürlich die Einfahrt nicht, weil ich das Hut nicht habe. So, dann bremsen wir uns da mal rein, versuchen wir es. Jetzt meldet sich natürlich die Ziffer wieder. Ich finde es schade, dass der Funk nicht funktioniert. So, öffnen wir die Türen, schauen wir mal, wo wir sind. Wir stehen eigentlich schön drauf.
Ja, wir stehen an schön drauf. Das ist... Ah, na, stopp. Okay, gut, da hat er ein tschechisches Stellwerk erwischt. Macht aber nichts. Stört nicht wirklich. So, wir haben Abfahrt. Ja, lösen sollten wir halt auch. Lösen, nicht anlegen. So, jetzt dürfen wir noch 70 fahren und dann irgendwann 80. Ja genau, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. Oder? Ja, 70, dann 80. Haben wir da vielleicht auch das Kabinenlicht an? Ja, oder das Deckenlicht. So sicher nicht wirklich was. Gut, ich sehe vorne, wenn der Leuchtmeter angeht, also wenn ich mit Heavy auf 0 bin, aber so 70. Jetzt müsste eigentlich das 80er, jetzt kommt das 80er Schüler. Das ist ein Rühren und Rudern jetzt in dem Zug. Ja, Leute, das ist voll ungewohnt für mich, wenn ich da jetzt ohne Hut fahre. Aber andererseits, da haben wir einen Schranken. Da war nämlich kein Schranken. So, jetzt können wir da wieder etwas zurückgehen. Wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Stationen heißen, weil ich ja das Hut nicht eingeblendet habe. Oder ist es lieber, wenn ich mit Sonntagsberg fahre, mein Hund ist gescheiter. Obwohl, das geht auch ohne. Ja. Nicht drüber, nicht drüber, nicht drüber! Sapperlot schon wieder! Na geh, dann nimmst du einmal die andere Bremsen und... Ach Gott, doch einmal! Bitte im ersten Garniturteil nur den hinteren Ausstieg nutzen. Der Lokführer ist zu blöd zum Bremsen. Danke. Ah. Komm, geh mal umgefahren. Ich bin schon wieder aus mit dem Hund. Das ist ja... Ach, Bremse lösen. Da bist du jetzt gelöst, Zug. Man gleich mal die Leute aufwecken da in der Nacht, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nicht normal. Das ist ja... So, da dürfen wir jetzt eh 80 fahren. Denke ich halt einmal. Ja. Es ist ja eine schöne Stimmung, also ich finde das irrsinnig schön, diese Nachtfahrt. Auf manche Strecken, auf alle geht's nicht. Aber die ist irrsinnig schön, Leute, ich muss mit Hund fahren, das tut mir leid. Nächster Halt Rosenau. Sonst verbremse ich mich nur. Das ist... Ihr habt es gesehen gerade. Siefer. Es ist ja ziemlich viel Verkehr auf der Landstraßen da, also das gefällt mir wirklich gut. Am Feldweg geht ein bisschen was, wenn man dumm steht, aber gut, das ist szenariobedingt, kann man da was machen, der fährt wieder ohne Licht. Stickelweise fahren sie ohne Licht, die LKW, das weiß ich nicht warum fahre ich nur einen 70er, wenn ein 80er erlaubt ist. Das sagt man natürlich auch keiner. Um 38, wir haben noch eine Rosenau, das ist in 70 Metern, da bin ich schon mit dem Bremsen am Dreier. Schauen wir mal, ob ja, Siefer, wo man es da bremsen, die fahren einmal mit Licht, einmal ohne Licht, das liegt aber glaube ich an die Autos.
das schaut ja schon ganz gut aus, da kommen wir schön langsam rein. Wir bremsen uns rein. Diesmal habe ich es geschafft, ja, na wenigstens was. Oh Leute, ich sag's euch, das ist ich und Zug fahren. So, das ist leider ein bisschen dunkel jetzt. Warum weiß ich nicht, ich habe da vielleicht ein bisschen zu viel Kontrast drinnen. Geht's bei mir im Spiel, bei euch schaut das dann wieder ganz anders aus, weil ich sehr viel arbeiten tue. Die Funzel da ist leer, finde ich. Abfahrt. Ja. Bremse lösen und Leistung aufschalten. Na, das geht ja, Kriegen wir da Außenansicht nur von oben. Das ist wieder mal typisch. Da dürfen wir jetzt ein Kilo harzen. Allerdings nicht lang. Da haben wir schon die Beschränkung auf 85. Jetzt geht es dann glaube ich alles noch auf Neu Kematen. Ja, jetzt haben wir die 85er Beschränkung. Das heißt, wir müssen ein bisschen zurück mit dem Saft. Schauen wir, dass wir bei 80 bleiben. Da vorne ist dann glaube ich da kommt dann glaube ich der 60er. Ja, sicher. Ich bremse sicherheitshalber auf einen 60er runter. Ja, da kommt sicher 60er. Schauen wir mal. Ja, 60. Neu Kematen. Also Kematen, ne? Aber ich weiß nicht, was da anders ist. Bremsen muss ich mal rein da. So, es schaut ein bisschen anders aus. Ich müsste jetzt einmal die Strecke auf der originalen Kleinreifling fahren, damit ich den Unterschied wirklich sehe. Ich weiß ja nicht auswendig. Es ist auf alle Fälle ein bisschen anders. Oh weh, ich verbremse mich wieder mal. Das ist jetzt zu vorsichtig reingefahren, Leute. So sollte man das auch nicht machen. Ich bleib da jetzt stehen, mir ist das wurscht, das Signal sicher. Und das ist die Hauptsache. So. Öffnen wir die Türen und schauen wir uns einmal um, was da anders sein könnte. Ich schätze mal, der Bahnsteig wird anders sein und das Gebäude wahrscheinlich auch ein bisschen. Okay. Wie gesagt, man sieht nicht wirklich viel. So, wir haben Abfahrt. Schauen wir, dass wir rauskommen schön. Da habe ich da einen Vierer. Ja, da habe ich keinen Vierer von unten. Nein, das ich hätte stehen bleiben soll, nicht da wo. Wurscht. Da haben wir alles frei. Also natürlich mit 60, das ist klar, wenn wir die 60 noch drauf haben.
wie gesagt, es ist meiner Meinung nach eine sehr schöne Strecke. Was da jetzt genau anders ist, Amstetten-Kleinreifling kann man sich auf alle Fälle nehmen. Ich verlinke euch die Originalstrecke. Da gibt es glaube ich auch schon 5er Version, 2.5er Version oder so. Und diese wir schauen, ob ich es nochmal finde, wir euch auch verlinken. Und schaut euch das an. Es ist empfehlenswert, das Teil zu fahren. Man kann halt nicht wirklich viel fahren, weil es ein eingleisiges Teil ist, aber ja, das passt schon so. So, gehen wir wieder rein. Oder kriegen wir eine von außen? Natürlich nicht. Die Brücke ist auch da. Diesmal. Da habe ich schon Installationsfehler auch gehabt einmal. So, jetzt haben wir die 80 gleich. Gröllendorf. Jetzt haben wir 90er Ankündiger. Das heißt, wir dürfen wieder ein bisschen Gas geben. Wir können uns dann eigentlich wieder reinbremsen, weil wenn wir dann nach Gröllendorf kommen. Oh, das ist aber jetzt knapp gewesen. Also ein flottes Fahren da auf dem Feldweg. Feldweg sage ich, auf dem Gleis. Die Siefer meldet sich immer wieder. So, jetzt haben wir noch 700 Meter. Da weiß ich nicht, mitten in der Nacht will ich da nicht hupen. Das ist, ich will die Leute nicht aufwegen. So gemein wollen wir ja auch nicht sein, oder? So, ein bisschen wieder. Der Bahnsteig, hallo Bahnsteig, wo bist du? Da bist du. Ja, bleib doch stehen, sei fix auch schon. So, öffnen wir die Türen. Das ist mir zu weit weg, das ist mir zu hoch. Das schaut schon mal ganz gut aus da. Ja, den Spiegel habe ich ganz vergessen, dass ich ja da mit den Uhrwascheln wackeln kann. Da ist irgendein Industrieanschluss, da kann man auch einiges machen. Da sollte man halt einmal was basteln auf der Strecke. Ich vergiss immer drauf, Leute. Das ist. Ich bin da halt leider ein bisschen faul, ich mache da meistens nur was, wenn mir jemand irgendwer was haben will. Da stehen ein Güterwagen immer dumm. Janus? Weiß ich nicht, ich hab's jetzt nicht gesehen auf die Karte. Wahrscheinlich, ne, für den Maverick. Jetzt müssen wir es ja bald geschafft haben. Das ist jetzt eher die vordere Stickel von der Strecke, aber das kommt schon gut mit den verschieden beleuchteten Fenstern. Das ist einmal eine schöne Nachtstrecke. Also wenn man da zum Beispiel
Ja, Schnauze. Wenn man da zum Beispiel nur ein paar Christbaum oder was aufstellen, könnte man da ein wunderschönes Weihnachtsszenario machen. Ulmerfeld. Na bitte. Lass man lollen. Ich weiß gar nicht, ob sich das zeitmäßig jetzt überhaupt ausgeht. Aber ist doch schön, wenn man so durch den Wald hat. Hm? Wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was da jetzt anders ist zu anderen Strecken. Die müssen wir dann 1:1 vergleichen. Mag ich aber nicht. Ja, kennt ihr, aber könnte ich durchaus machen, aber das ist halt wieder so eine Sache. Würde mir das antun. Das mit den erhöhten Bahndamm und mit der Straßensicht mal öfter. Na, da ist eine auch Gleisung. Ach so, das ist dieser Industrieanschluss da nach hinten. Was schon wieder? Kenn mich schon aus. Ja. Das habe ich total vom Bildschirm verdrängt gehabt jetzt. Weiß schon wieder, wo wir sind. Ulmerfeld-Hausmenning, genau. So, da haben wir wieder einen Gegenzug. Nein, das ist ein Güterzug. Ich weiß, da hätte ich schneller reinfahren dürfen, können, wollen, müssen. Wie es wollt, Kind sehen, wie es wollt. Der Verschubsignal ist rot. Der Signal. Aber da brechen wir uns jetzt aber schon rein. So, das passt jetzt endlich einmal. Jetzt habe ich es wieder mal geschafft, dass ich mich reinbremst habe, ohne dass es mir aufstellt. Ah, das Hitler ist aber auch deppert da. Da hätte ich wieder ein bisschen weiter hinstehen bleiben müssen. Naja. Also das soll der Aufgang sein. Oder ist das nur ein Hitler? Ah, das ist anscheinend nur irgendein Hitler. Okay. Sei es wie es sei, ne, das ist ein Pennymarkt. Na bitte. Man sieht immer wieder Sachen. Mit die was man nicht rechnet. Die Leute aufwecken um 11 Uhr auf die Nacht. 56 sind wir in Amstetten. Und wann soll man in Amstetten sein? Das kann ich jetzt nicht lesen, das ist zu hell. Aber ich habe auch X drinnen. Naja, das ist das, glaube ich, wo ich mich verbremst habe. So, jetzt tut man ein Kilo harzen und dann geht es nach Amstetten und dann haben wir das Szenario durch. Naja, jetzt dürfen wir da 110, nur bis wir auf die 110 schaffen wir gar nicht, wenn wir früher der 100er kommt. Ich rede schon wieder so viel Scheiß daher. Leute, ich sag euch. Aber wir schaffen die 100 mit viel Rückenwind. Jawohl! Vollgas! Ah ja, Grenzfurt kommt ja auch noch. Aber da müssen wir nicht stehen bleiben. Bin ich da jetzt irgendwo stehen bleiben, wo ich nicht stehen bleiben hätte müssen? Ich hoffe nicht. Ich rase.
Muss ich mal im Video dann anschauen, ob ich irgendwo stehen geblieben bin, wo ich gar nicht stehen bleiben hätte müssen. Ich bin das einfach durchgefahren jetzt. Um 56 sollen wir dort sein und um 59 sind wir dort. Ich bin sicher irgendwo stehen bleiben, wo ich nicht stehen bleiben hätte müssen. 100%. Warum bremse ich da jetzt so weit runter? Kann man das wer sagen? Ist sie vernervt, das gibt's ja jetzt nicht. Ja Leute, ich weiß es nicht, was ich da... Bin ich vielleicht wirklich einmal in einer Station stehen bleiben, wo ich gar nicht stehen bleiben hätte sollen, weil ich die Ansage nicht gehabt habe. Das kann durchaus sein. Ich habe nämlich nicht richtig geschaut. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber das sehen wir ja dann eh. Also ich sehe es dann spätestens, wenn ich mir das Video anschaue. In Greinsfurt steigen keine Passagiere, wenn niemand auf dem Bahnsteig steht. Wenn niemand auf dem Bahnsteig steht, können sie durchfahren. Na toll. Das heißt, ich muss bremsen. Nein, nicht sie. Da steht niemand, da fahren wir durch. Steht jemand am Bahnsteig, können wir durchfahren. Na, das war aber nett jetzt von ihm. Na, dann haben wir eh alles gehabt. Dann war das Szenario bedingt. Was auch eine nette Geschichte, netter Einfall war jetzt mit diesem Nicht-Aussteigen, zeigst du. Ich habe halt recht abbremsen müssen, aber das ist klar. Jetzt sind wir 2 Minuten spät. Das ist Gleis 11 gekommen. Ja, Schnauze, gehen wir mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Ah, das war nicht der Mond, das ist der Mauszeiger. Der ist ja nicht so dumm. Da vorne ist erst der 80er. Ah, ich glaube, der kommt schon ab dem Signal jetzt. Doch da fuhren. Was ist denn da jetzt? Jetzt beschleunige ich aber auch nicht mehr. Ich bin sowieso schon spät. Da ist der 80er. Wieder 40er. Aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es da. Ui, da ist ein Prüfbock, da ist ein Prüfbock, da ist ein Prüfbock. Gut, fahren wir nicht auf. Aus, bleiben wir stehen. Wurscht. Wird schon passen. Sage ja, wird schon passen.
Leute, wir haben es geschafft. Wir sind die Strecke durchgefahren. Leider ein bisschen blöd gerannt das Ganze. Warum, weiß ich nicht. Hat nicht so wollen, wie ich wollen habe, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Jetzt kommt noch kurz der Bettelauftrag. Wenn es gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Beziehungsweise schließt ein Abo ab, wenn ihr noch keins habt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und alles Liebe, euer Andi.